Hallo, ich grüße alle ganz herzlich wieder in meiner Küche. Heute will ich euch ein Rezept vorstellen, der heißt Khachapuri. Ich weiß nicht, ob das jemand das auch was sagt. Das kommt mehr aus der kaukasischen Region und ich mache das jetzt auch nicht so oft, aber ich wollte gern euch das Rezept vorstellen und zeigen, wie das geht. Also nach meiner Art. Fangen wir an. Also für das Rezept brauchen wir Mehl, ca. 500 bis 700 Gramm, Milch 250 Milliliter, 125 Milliliter Wasser, alles warm, Öl ca. 100 bis 120 Milliliter, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, Hefe ca. 7 Gramm habe ich hier, ein Ei und das war's. Ich werde erstmal den Teig herstellen und währenddessen werde ich ein bisschen erzählen, was das jetzt für ein Rezept ist. Also als erstes werde ich die flüssigen Sachen alle, also ich mache mir erstmal ein bisschen mit der Hefe ein bisschen auflösen. Also ich benutze jetzt gerne immer die trockene Hefe. Falls ihr jetzt frische wollen, müsst ihr ein bisschen mehr nehmen, so 3-mal so viel. Oder wenn Sie nicht so sicher sind, dass die Hefe jetzt gut ist, macht vielleicht erstmal einen Vorteig. Also ich bin mit dieser Hefe eigentlich zufrieden, deswegen mache ich auch keinen Vorteig. Also ich werde jetzt das direkt einfach hier zu dem Mehl geben. Also wichtig ist bei diesem Rezept, der Teig muss schon sehr weich sein. Alles rausholen. Mache einfach hier in den Teig alles so ein bisschen schön auflösen. Also das ist ein Rezept, kommt aus der kaukasischen Region und ich habe ja gelebt dort, wo viele Nationalitäten waren und man hat das von vielen übernommen. Das ist so Fladenbrot mit Käse innen drin, Füllung, und dann wird das in den Ofen gebacken. Also ich werde jetzt nach und nach zeigen, wie das geht. Erstmal einfach Teig machen. Der Teig ist ziemlich einfach, ist nichts Besonderes. Salz, Zucker kommt auch rein. So, ich wollte nur zeigen, so, der Teig ist jetzt bei mir so ungefähr. Und mehr Mehl werde ich jetzt auch nicht dazu tun. Erstmal das Ei alles auflösen. Jetzt, ich hatte jetzt hier 600 Gramm Mehl genommen. Das etwas, so wahrscheinlich so 60 bis 70 Gramm gelassen für Weiterverarbeiten. Mehr werde ich auch nicht nehmen. Ich werde erstmal jetzt das sauber machen. Mir das Öl hier nehmen. Auch nicht alles direkt. Und einfach schön durchkneten, bis der Teller ein bisschen sauber ist. Also der Teig muss schon sehr weich sein. So, ich werde das jetzt schön verarbeiten, so kneten, bis der Teig geschmeidig ist. Also das ist schon normal, dass der Teig so weich ist. Immer wieder ein bisschen Öl dazu nehmen, dann ist auch besser zu verarbeiten. So, der Teig ist soweit fertig. Ich werde nur so ein bisschen noch stützen. Und er muss natürlich jetzt ruhen. Wer Zeit hat zum Beispiel, kann ihn nach halber Stunde wieder etwas durchkneten. Aber ich mache das jetzt, lasse ihn so für eine Stunde stehen und gucken, wie er aussieht. So, jetzt kommen wir zu der Füllung. Also in dem Rezept muss mehr Käse drin sein als Teig sozusagen. Und dafür brauchen wir Käse. Also ich habe jetzt heute mich entschieden für den Käse hier. Der nennt sich Kashkawai, also man kann ihn auch Suluguni nennen, man nennt ihn auch Suluguni. Bei uns in Deutschland kann man ihn kaufen
bei Pennymarkt oder Edeka oder auch Rewe oder auch in den russischen Geschäften gibt es auch. Falls Sie jetzt keins, der ist jetzt ideal für sowas, aber falls Sie jetzt keins finden, habe ich schon auch mit normalen Kraut und Emmentaler gemischt. Also da sind jetzt in der Packung 350 Gramm, wir brauchen ca. 600, also schadet nicht, nehme ich alles jetzt. Und eine Mozzarella, da sind ca. 125 Gramm. So, und jetzt werde ich das einfach reiben. Ich wollte jetzt noch einen Trick zeigen. Ich nehme mir so ein bisschen Öl und tue die Reibe ein bisschen mit Öl bepinseln und dann wird das nicht so dreckig nachher und ist auch besser, den Käse zu reiben. So. Jetzt werde ich erstmal mir den Käse. So, sehen Sie, wie einfach das jetzt geht. So, jetzt kommt der Mozzarella noch da drauf und ein Ei muss auch noch rein. Viel Käse. Also wer Käse mag, ist vielleicht das was für jemand, der Käse mag. So, erstmal zur Seite. So, ich werde erstmal ihn verrühren und dann schauen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Teig teile, auf 3 oder auf 2 Fladen, deswegen warte ich erstmal ab. So, wie ihr seht, mein Teig ist schön aufgegangen. Oh, also luftig. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier Mehl bestäuben. Also erstmal mit Öl. Ein bisschen es kneten. Wie luftig er ist. So, kommt jetzt hier raus. So, jetzt muss ich überlegen, ob ich das in 2 teile. Ja, ich denke 2 Teile reichen. Mache ich lieber 2 größere. Ich lasse sie erstmal liegen und werde erstmal den Käse jetzt mitteilen. Man kann ihn einfach so 2 Hälften. So, jetzt geht's weiter. Ihr seid bestimmt gespannt, was Olga hier wieder kredenzt. So, jetzt wird das so gemacht. Ich nehme so ein Kugelchen, setze das da drauf. Das lasse ich für das andere. Und man muss jetzt so das zumachen. Versuchen von allen Seiten. Der Knacksteig ist schon schön. Ich nehme etwas Mehl. So, das wird jetzt umgedreht und so ganz vorsichtig erstmal nach unten gedrückt. Das muss schön verteilt werden. Ich nehme jetzt noch das Nudelholz und werde das so schön auseinander rollen. So, jetzt werde ich das ganz vorsichtig auseinanderrollen. Man kann eigentlich 3 Stück davon machen, dann sind sie etwas kleiner. Das überlasse ich Ihnen. Also man kann sie auch wunderbar einfrieren. Ich tue sie dann in Eisfach und hole sie raus dann. Kann man statt Brot essen, so wie Käsebrot. So, ein bisschen hier noch formen. Also ich habe jetzt meinen Ofen schon auf 180 schön vorgeheizt. Jetzt werde ich das erhöhen auf 220
Und das soll so 15 bis 20 Minuten, das hängt davon ab, wie dick der Fladen ist. Ich schau mal. Wer will, kann noch das mit bisschen Ei bestreichen für Farbe und obendrauf kann man sogar noch ein bisschen Käse streuen. Aber ich lasse das einfach so. So, ab in den Ofen. Also wie gesagt, Ober-Unterhitze, 220 Grad, circa 10 bis 15 Minuten oder auch 20. Ich schaue nachher und sage euch Bescheid. So, ich wollte euch zeigen, nach 15 Minuten sieht das so aus. Ich lasse es noch ein bisschen drin, damit es noch ein bisschen brauner ist. Und das ist jetzt schon auch fertig fast. Ja, wow. So, mein Khachapuri ist fertig. Jetzt werde ich das gleiche schon, ich habe schon vorbereitet und direkt wieder reinstellen. Jetzt kommt noch etwas Butter drauf. Also wie gesagt, wer es für jemanden vielleicht zu viel ist, 2 so große, kann einfach die Zutatenmenge weniger machen und fertig. Dann hat man einen. Ich lasse ihn jetzt etwas abkühlen und schneide es durch und zeige, wie es von innen aussieht. Also, das durchschneiden. So, wie ihr seht, der Käse ist schön geschmolzen. Muss es noch ein bisschen kühlen. Also wie Sie ihn schneiden, ist jetzt Ihre Entscheidung. Ich werde es mal jetzt so lassen und dann so wie Pizzastücke schneiden und servieren. Also ich wollte noch mal zeigen, so wie schön der Käse hier geschmolzen ist. Ist lecker. Ja, mir direkt. Also schmeckt wie Pizza, so käsige Pizza. Lecker. Und von unten ist er auch durch. Also ich habe jetzt auch meinen zweiten rausgeholt. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ich habe euch was Neues heute gezeigt und das hat euch auch gefallen. Schreibt mir, ob Sie schon sowas gehört haben von diesem Rezept. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich anschreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen heute. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.